Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinden, wir beginnen diese Maiandacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zu Beginn singen wir das Lied 896, die erste Strophe. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast Maria zur Mutter deines Sohnes erwählt. Durch ihr Ja-Wort hat sie sich zu dir und deinem Heilsplan bekannt. So ist sie uns zur ältesten Schwester im Glauben geworden. Lass uns auf ihre Fürsprache im Glauben wachsen, dem Bösen widerstehen und in der Liebe mit dir eins werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Wir hören einen Text aus dem Lukas-Evangelium. Eine Frau aus der Menge rief Jesus zu: Selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat. Er aber erwiderte: Selig sind vielmehr die das Wort Gottes hören und es befolgen. Maria, du Macht des Herrn, du bist uns nahe, du bist gemeinsam mit uns auf den Weg. Du bist unsere Hilfe, Stütze und Führung. Maria, Schwester im Glauben, bitte für uns. Vorbild bist du aus unseren Reihen, Freude des Herrn und Segen der Welt. Du hast dein Ziel, im Gott zu leben, gefunden und begleitest voll Liebe alle, die ihn suchen. Dein Leben war geprägt von der Treue zum Herrn. Du hast Jesu Worte in deinem Herzen bewahrt. Du hast mitten unter den Aposteln im Gebet verharrt und gemeinsam mit ihnen den Heiligen Geist empfangen.
Du, Maria, bist das Urbild der Kirche, ein Mensch ganz so, wie Gott ihn erdacht. Du bist zugegen auch in der Kirche von heute. Voll liebender Sorge begleitest du uns. Wir beten heute für die Kranken und Schwerkranken aus unserer Familien und Gemeinden, die vielleicht zu Hause sind oder in Krankenhäusern oder in Altenheimen. Wir antworten, bitte für uns. Heilige Mutter Gottes, bitte für uns. Mutter der Barmherzigkeit, Mutter des guten Rates, Mutter des Erlösers, Mutter der Kirche, du Heil der Kranken, du Ursache unserer Freude, du Zuflucht der Sünder, du Kelch der Hingabe, du goldenes Haus, du Morgenstern, du Trost der Betrübten, du Hilfe der Christen, du Königin der Engel, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wir beten gemeinsam. Unter deinen Schutz und Schirm flehen wir, o heilige Gottesgebär. Verschmähe nicht unser Gebet und unsere Nöte. Unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin.
485. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst hier am 5. Freitag in der Osterzeit. In den vergangenen Wochen und Monaten sind wir nicht wie heute nicht in die Kirche miteinander getroffen, aber heute sind wir langsam mehr geworden. Das ist auch gut, auf jeden Fall. Wie wir alle wissen, in 2 Wochen wollen wir auch mit dem Pfingstfest so ein Wochenende Gottesdienst eröffnen. Wir haben auch, wie wir alle wissen, in der Kirche haben wir knapp 40 Sitzplätze und das ist auch wenig. Deswegen wollen wir durch Eintrittskarten irgendwie das alles schaffen. Wir wollen auch keinen wegschicken, wenn jemand hier in die Kirche kommt. Das ist auch schwieriger. Deswegen wir wollen das auch irgendwie regeln. Einige Gemeinden machen erst Anmeldung im Fahrbüro und so weiter. Das ist auch schwierig für uns. Im Fahrbüro jedes Mal anrufen und auch Bescheid geben und auch wieder notieren und kontrollieren. Das ist alles schwierig, deswegen machen wir mit Eintrittskarten. Das bedeutet, wir stellen oder legen wir rechtzeitig vor 2 Wochen, 3 Wochen hier immer Eintrittskarten, 40 Stück, und jeder kann abholen, wie er will und so weiter. Das ist auch noch einfacher für uns. So wollen wir auch unsere Kirche in die kommenden Zeit gestalten. Jesus, der das Haupt unseres Glaubens, unserer Kirche ist, immer mit uns. Ihn rufen wir in Kyrie und bitten wir um sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, du hast uns in den vergangenen Zeit begleitet. Dich rufen wir. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Wir bitten dich, allmächtiger, ewiger Gott, präge und forme unser Leben durch die österlichen Geheimnisse, die wir in diesen Tagen feiern. Heile und schütze uns durch die Macht unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte auszuwählen und sie zusammen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Nämlich Judas, genannt Barsabas, und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Sie gaben ihnen folgendes Schreiben mit: Die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, grüßen die Brüder aus dem Heidentum in Antiochia, in Syrien und Zilizien. Wir haben gehört, dass einige von uns, denen wir keinen Auftrag erteilt haben, euch mit ihren Reden beunruhigt und eure Gemüter erregt haben. Deshalb haben wir uns geeinigt und beschlossen, Männer auszuwählen und zusammen mit unseren lieben Brüdern Barnabas und Paulus zu euch zu schicken, die beide für den Namen Jesu Christi unseres Herrn ihr Leben eingesetzt haben. Wir haben Judas und Silas abgesandt, die euch das Gleiche auch mündlich mitteilen sollen. Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzuerlegen als diese notwendigen Dinge: Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden. Wenn ihr euch davor hütet, handelt ihr richtig. Lebt wohl. Man verabschiedete die Abgesandten und sie zogen hinab nach Antiochia, riefen die Gemeinde zusammen und übergaben ihr den Brief. Die Brüder lasen ihn und freuten sich über die Ermunterung. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Preis dem Todesüberwinder. Die erste Strophe. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Das ist mein Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut,
was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knecht, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf, lebt einander. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Zu Jesus Christus, der uns ermuntert, in seinem Namen den Vater zu bitten, rufen wir. Wir beten für unseren Papst Franziskus und alle Bischöfe, die immer wieder vor neuen Entscheidungen zur Umsetzung des Evangeliums stehen. Christus, höre uns. Für alle, die an der Spitze von Staaten und Völkern stehen und deren Entscheidungen weitreichende Folgen haben. Christus, höre uns. Für alle, die mit ihren Reden Angst verbreiten und Menschen verunsichern. Christus, höre uns. Für die Frauen und Männer, die sich auch heute noch in den Dienst der Gemeinden stellen und viel Zeit und Liebe investieren. Christus, höre uns. Für unsere lieben Verstorbenen, besonders beten wir heute für die Verstorbenen Anton und Elisabeth Lindemann, Josef und Elisabeth Hanneken und Tochter Schwester Euphemia, William und Maria Thomas. Christus, höre uns. Gott, wie dein Sohn uns ermutigt hat, so haben wir unsere Bitten vor dich getragen. Höre und erhöre uns durch Christus, unseren Herrn. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lasse uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde.
Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Zum Sanctus singen wir 198. Allmächtiger, ewiger Gott, heilige diese Gaben, nimm das Opfer an, das dir im Heiligen Geist dargebracht wird, und mache uns selbst zu einer Gabe, die für immer dir gehört. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen.
Wir bitten dich, schenke uns ein Teil an Christi Leib und Blut und lass uns eins zu werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereine mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasset uns gemeinsam beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, dich bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, hinweg den Sünder der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, hinweg den Sünder der Welt, erbarme dich unser. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingeht unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Christus ist für uns am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden. Er hat uns erlöst. Halleluja.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt und sein Gedächtnis begangen. Die heilige Gabe, die wir in dieser Feier empfangen haben, helfe uns, dass wir in der Liebe zu dir und unseren Brüdern und Schwestern Christus nachfolgen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. 525. Freu dich, du Himmelskönigin. Erste und dritte Strophe. Halleluja, bitte
ich wünsche Ihnen einen schönen, guten Freitagsabend, aber auch ein nettes Wochenende.